Hallo Freunde des gefiederten Balles. Heute zeige ich euch, wie man eine kurze Rückhandangabe macht. Die ist ganz besonders wichtig im Doppel und im Mixed, aber kann auch im Einzel verwendet werden. Ganz besonders wichtig dabei ist eben, dass sie sehr präzise kommt und sehr gut wiederholt werden kann, weil jeder Zentimeter zu viel ist potenziell gleich ein Punktverlust. Wie macht man das Ganze? Ich habe es in 8 Schritte runtergebrochen. Fangen wir an. Okay, Schritt 1. Wie stehe ich richtig? Hier gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich stehe hier komplett parallel, ein Hauch hier ausgerichtet zum diagonalen Feld gegenüber. Wichtig dabei ist, schön aufrecht, schön locker und so stehen, dass ich wirklich absolut perfekt in Ruhe stehen kann. Möglichkeit 2, mit der Schlaghand, den Fuß der Schlaghand leicht vorne, sodass ich auch hier einen sicheren Stand habe. Das sind die 2 Möglichkeiten, wie man stehen kann. 2. Wie halte ich meine Arme? Nachdem ich hier jetzt richtig stehe, habe ich die Arme hier so in einem leichten O, Schultern nicht zu hoch, nicht zu tief, gerade nach vorne und dass ich mich hier locker fühle, aber trotzdem schön stabil diese Position halten kann. Schritt 3. Wie halte ich meinen Schläger? Da es eine Rückhandangabe ist, muss ich natürlich auch hier auf Rückhand drehen, sodass ich mit dem Daumen auf der Schlägerrückseite bin. Und mit der Armhaltung sieht das Ganze dann so aus. Schritt 4. Wie halte ich den Ball? Ganz wichtig, man hält ihn mit Daumen und Zeigefinger an einer Feder, streckt den Arm aus und hat den Kork ungefähr auf seine Knie zeigend. Das heißt, die Schritte 1 bis 4 kombiniert sehen dann ungefähr so aus. Das ist die Grundposition. Schritt 5. Wo treffe ich den Ball? Man trifft den Ball nicht in der Mitte, weil in der Mitte ist der größte Trampolineffekt. Da springt der Ball einfach zu unkoordiniert weg. Man trifft den Ball hier vorne oben. Das heißt, wenn ich ihn hier habe, ist hier der Treffpunkt. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Hier vorne oben. Das heißt, so stehe ich da, wenn ich eine Angabe machen möchte. Schritt 6. Die eigentliche Schlagbewegung. Wenn ich hier so dastehe, ganz wichtig, auch hier so wenig wie möglich Bewegung, so einfach wie möglich, damit es eben so gut wie möglich reproduzierbar ist. Das heißt, hier ganz leicht den Ellbogen und ganz leicht das Handgelenk. Nach hinten, aber nur leicht. Nicht so, sondern nur hier so. Und dann hier leicht den Schläger unten nach vorne wegdrehen beim Schlagen. Okay, sieht dann in Bewegung so aus. Schritt Nummer 7. Wo schlage ich den Ball hin? In den meisten Fällen ist es geschickt, den Ball tatsächlich direkt in die Mitte gegenüber zu schlagen. Das heißt, hier in diesem Bereich. Und Schritt 8. Was mache ich nach meinem Schlag? Ganz wichtig auch die Schlagnachbereitung. Dadurch, dass ich jetzt in die Mitte des gegnerischen Feldes hier meinen Aufschlag gemacht habe, fällt es mir relativ schwer, ihn jetzt hier auf meine linke Seite zu spielen. Das heißt, die meisten schnellen Returns kommen hier direkt in meine Vorhand rein. Dementsprechend schnell muss ich nach meinem Schlag auch die Schlagnachbereitung machen. Das heißt, nach dem Schlag muss ich hier aus meiner geraden Stellung raus, muss hier in die Grundstellung, in den Auftakthop gehen und Schläger hoch. Sieht folgendermaßen aus. So. Alternative zum
kurzen Doppelaufschlag ist der Swip. Geht im Prinzip ganz genauso. Schritte 1 bis 5 sind völlig identisch. Gegner soll ja nicht wissen, wo der Ball hinkommt, dass er diesmal langkommt. Das heißt, die Ausgangsposition ist wieder genau die gleiche wie vorher, nur dass ich jetzt einen Tick mehr Ellbogen, einen Tick mehr im Handgelenk und vor allem, ich packe dieses Mal relativ fest zu. Das heißt, in dem Moment, wo ich schlage, greife ich hier mit dem Daumen drauf und packe mit dem Handgelenk nach vorne. Sieht dann folgendermaßen aus. So, zum Abschluss noch, was mache ich nach der Swip-Angabe nach der Schlag als Schlagnachbereitung? Ich kann natürlich nicht vorne stehen bleiben, weil wenn der Gegner den gut kriegt, dann smasht er den. Das heißt, ich muss nach hinten und ich muss in Abwehrhaltung gehen. Sieht so aus. Ich mache hier die Swip-Angabe, dann hier